Ja, hallo, schönen guten Tag. Mein Name ist Mario Gericke. Ich habe gestern das erste Mal euer Medbett ausprobiert. Wollte euch meine Erfahrungen mitteilen. Nur ganz kurz, ich beschäftige mich sage mal, mit Selbstheilung, mit Medizin, mit allen möglichen Dingen seit gut 20 Jahren und habe 2010 nochmal einen richtigen Schub gekriegt. Da hatte ich eine Hauterkrankung von Kopf bis Fuß, wo mir die Mediziner sagten, sie haben alle Hautkrankheiten auf einmal. Sowas haben wir noch niemals gesehen. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe mich aus dem Krankenhaus selber wieder entlassen und habe dann mich selbst geheilt durch eine Komplettreinigung des Körpers. Und Entschuldigung. Und dadurch bin ich dann noch viel tiefer eingestiegen in die Materie und war gerade auf dem Weg der Medbetten seit letztem Jahr. Irgendwie bin ich drauf gestoßen, wollte da immer mal weiter recherchieren, weil ich da sehr kritisch den Dingen gegenüberstehe. Und dann kam ich plötzlich zu eurer Geschichte in 9010 Medbett und habe all die Schritte gemacht, mir alle Videos angeschaut vom Oliver und habe es dann gestern das erste Mal tun können. Ich hatte leider nur ein Zeitfenster von 3 Stunden, aber dennoch denke ich, dass die eine oder andere Erfahrung, die ich da gemacht habe, würde ich euch dennoch gern mitteilen. Ich habe es mir aufgeschrieben, deshalb schaue ich ab und zu mal auf meinen Zettel, damit ich nichts unterschlage. Also so wie ihr es gesagt habt, die Aktivierung 9010 Medbett und dann habe ich mich lang gemacht und habe erstmal einen Moment gewartet, dass ich ankomme, mich gerade rücke und dann habe ich angefangen, meine ersten Affirmationen zu sprechen. Und da ich seit sehr langer Zeit ein großes Problem mit dem linken Knie habe, also fast 20 Jahre durch einen Reitunfall, habe ich mich darauf konzentriert, weil ich kann leider seitdem nicht mehr joggen, was ich sehr gerne machen würde. Und da passierte was wirklich Außergewöhnliches. Ich habe, ähm, ich habe mich auf das Knie konzentriert, habe auch meine Atmung in das Knie hinein, sozusagen, ich habe in das Knie hineingeatmet und plötzlich, wenn es jetzt hier hell und dunkel wird, es liegt an der Sonne, ich kann es nicht ändern, und plötzlich sah ich einen Herrn in grauen Anzug, so habe ich es jedenfalls bildlich vor mir. War nicht ganz deutlich sichtbar, so schemenhaft, also nicht wie jemand, der direkt vor mir steht. Auf alle Fälle fing der an zu tanzen. Und das fand ich skurril, weil er hat so wie beim Irish Step so die Beine so nach oben geschlagen, wo man wirklich gesunde Knie für braucht. Also ich sag mal, vom Schlangenmensch über Tänzer, der hat Bewegungen gemacht, die waren unglaublich. Und vor allem unterhalb des Beckens, was die Beine angeht. Ja, das fand ich ganz lustig, dass da plötzlich so ein Bild entstand. Eines muss ich noch dazu sagen, ich mache schon seit sehr langer Zeit Meditation. Das heißt, mir fiel es nicht so leicht zu unterscheiden, also wo liegen jetzt die Unterschiede, weil bei der Meditation ist es ähnlich, ja, dass es anfängt zu kribbeln und so, das kennt ihr sicherlich alles. Mir fiel auf am Anfang, als ich mich hinlegte, dass mir wurde warm, dann fröstelte ich, dann baute sich Druck auf, dann ging das wieder zurück. Also das war nicht lange, vielleicht Minute, zwei. Ich habe ja keinen Wecker bei gehabt, ich kann es nicht sagen. Jedenfalls das habe ich bei der Meditation noch nie gehabt. Ne? Also so ein hin und her vom Körper, kalt, warm und das Zimmer war ja normal temperiert. Gut, also das war die erste Affirmation, die ich gesprochen habe. Das war für mich sehr spannend, als dieser Typ dann plötzlich anfing da, zu tanzen. Was vielleicht noch wichtig ist, ich hatte keinerlei Ablenkung. Klar, die kann man ja nicht gebrauchen. Und dennoch habe ich gemerkt, dass ich glaube, das müsste so Richtung zweiter Stunde gewesen sein, weil ich hatte, wie gesagt, ja keinen Wecker bei. Ich manchmal die Gedanken abschweiften, die habe ich dann aber relativ schnell auch wieder zurückholen können. Und
das war wie so an, aus, also als die Gedanken abschweiften, war ich einen Moment weg, dann bin ich wieder konzentriert draufgegangen und dann ging der Schalter wieder an sozusagen. Also dann war, ich habe das richtig gespürt, wie der Körper dann wieder in dem Zustand war, ist ja auch, also aus meiner Sicht sicher auch eine Art Meditation, wenn man so konzentriert auf sich selbst ist. Ne? Ich habe die meisten Dinge, die ich gesprochen habe, ach so, ich habe die, gefühlt kann ich es nur sagen, ich habe die erste Stunde laut gesprochen, die zweite habe ich die Affirmation gedacht und in der dritten Stunde habe ich wieder gesprochen, vom Gefühl her. Wie gesagt, ich kann es von der Zeit nur vom Gefühl beschreiben, weil ich das nicht genau weiß. Aber so in etwa könnte das hinkommen. Auf alle Fälle war das meine Reihenfolge. Und wenn ich mich mal versprochen habe, habe ich dann auch angefangen, über mich zu lachen. Das habe ich bei Meditation sonst auch noch nicht gehabt. Das fand ich ganz witzig. Also habe bemerkt, dass ich so eine Art Kommunikation mit mir selbst mache. So. Also Augenzwinkern sowieso, aber ja, manchmal habe ich mich beobachtet, als, als wenn ich auf mich schaue von außen, hat es aber nicht visualisiert. Also allerdings die anderen Affirmationen, die immer anfingen mit Ich bin Gesundheit und Leben in. Und dann habe ich die jeweiligen Körperteile von oben bis unten bin ich dann durchgegangen. Und natürlich meine größten Baustellen, wo es dann bei den Zähnen zum Beispiel dazu kam, dass der Kiefer wurde immer größer vom Gefühl her. Ich hatte dann so einen Kiefer, solche Zähne. Also das habe ich richtig gespürt, wie hier drinnen etwas geschah. Ich kann ja nur das Gefühl beschreiben. Und diese Dinge passierten häufig, wenn ich mich zum Beispiel speziell auf die Füße konzentriert habe. Zwischendurch hatte ich das Gefühl, ich bin 10 Meter lang. Meine Atmung habe ich immer dorthin verlagert, auf was ich mich konzentriert habe. Also am Anfang habe ich in das Knie geatmet, dann in die Füße geatmet, in den Kiefer geatmet und so weiter, dort wo ich mich gerade befand. Ganzen Sinnesorgane, Ohren, Nase, Mund, Augen bin ich abgegangen mit meinen Affirmationen und jedes Mal stellte sich das ein, dass dort dann konzentriert etwas geschah. Hin und wieder sah ich schemenhaft Dreiecke, Vierecke, bunt, flammig vorbeiziehen. Ja, so kann man das, glaube ich, beschreiben. Kleinen Moment bitte, ich schaue noch mal kurz. Genau, das war erstmal das Allerwichtigste von dem, was ich dort erlebt habe, genau. Und ich würde natürlich, was vielleicht nicht unwichtig ist, ich bin jetzt nicht in Erwartungshaltung. Ich erwarte jetzt nicht die große Heilung, sondern ich sage, mal schauen, was geschieht. Aber ich würde natürlich sehr gern weitermachen, habe mir auch die Geschichte mit dem, oder wie ihr es nennt, Botschafter angeschaut. Ich hatte nämlich ursprünglich als Gedanken, Mensch, das wäre doch eine tolle Sache, also diese anderen Medbetten, die überall publiziert werden. Ich dachte, das wäre doch eine tolle Sache, wenn du der Erste in Sachsen-Anhalt bist, der sein Gebäude zur Verfügung stellt. Also ich wohne hier in einem Haus, wo relativ viel Platz ist. Und das erste Medbett in Sachsen-Anhalt sozusagen. Und insofern war dann euer Angebot, wo ich dachte, das musst du unbedingt machen. Ja? Also ich habe ja auch genügend Erfahrung in den anderen Bereichen. Was man nicht weiß, kann man ja alles lernen, das ist ja nicht das Problem. Ich würde da sehr gerne daran teilnehmen bei euch. Ich schaue mir nochmal in Ruhe die Bedingungen an. Das ist wie gesagt alles jetzt ganz frisch. Ich muss ein bisschen setzen lassen, verarbeiten und so weiter. Was vielleicht für euch nicht uninteressant ist, ich bin Musiker, Schauspieler, Regisseur und habe eigene Stücke geschrieben. Das heißt, ich habe das komplette Equipment für Aufnahmen hier. Ich habe das komplette Equipment für Musik hier. Ich kann
komponieren, ich kann schreiben, ich kann Texte einsprechen. Das habe ich auch lange Zeit gemacht, das ist gar kein Problem. Und was wollte ich noch? Filme schneiden kann ich auch, habe ich auch gutes Equipment da. Also wir schauen einfach mal, wo wir vielleicht eine Möglichkeit finden, dass wir uns verständigen. Ich würde sehr, sehr gerne diese Geschichte weiterverfolgen. Erstens für mich, für die Erfahrung, weil nur durch die Erfahrung, die ich mache, kann ich natürlich intensiver auch als Botschafter, wenn wir da zusammenkommen, arbeiten. Ja, das soll es erstmal kürzer gewesen sein. Ich bedanke mich bei euch. Das war spannend gestern, leider nur 3 Stunden, aber ich hoffe, wir finden einen Weg, dass es weitergeht. Ich wünsche euch noch eine schöne Restwoche. Ach so, ich komme aus Sachsen-Anhalt. Der nächstgrößere Ort ist Halle an der Saale. Und ich wohne hier in einer 90-Seelen-Gemeinde. Gut, das war's soweit. Tschüss.